Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Willkommen zu einer neuen Folge 100 Kills. 100 Kills ist eine Serie, bei der ich in jeder Folge eine Primärwaffe auswähle und erkläre, was man während der ersten 100 Kills, also wenn man quasi gerade erst angefangen hat, diese Waffe zu spielen, damit anfangen kann. Welche Attachments sind nützlich, welche weniger und für welche Situation ist die Waffe besonders geeignet. Wie ihr sicherlich bereits erkannt habt, geht es in der heutigen Folge um die AEK 971 für den Sturmsoldaten. Die AEK unterscheidet sich sehr deutlich von den anderen beiden Sturmgewehren, die ich bis jetzt vorgestellt habe. Sowohl die SCAR-H als auch die AK-12 sind hervorragende Waffen für große Entfernungen und lassen sich zu guten Allround-Waffen machen, mit denen man dann durchaus auch auf kürzere Entfernungen etwas anfangen kann. Die AEK ist demgegenüber eine Waffe, die auf kurze Entfernungen extrem gut ist, sich auch auf mittlere Entfernungen gut schlägt, aber auf große Entfernungen ist es relativ schwer, mit ihr umzugehen. Ihr maximaler Schaden pro Schuss liegt bei 25 und sie hat eine sehr hohe Feuerrate von 900 Schuss pro Minute, mit der man eine Menge Schaden austeilen kann. Aber die hohe Feuerrate hat ihren Preis, denn sie macht die Kontrolle des Rückstoßes schwieriger und die AEK hat einen verdammt hohen Rückstoß. Nach links ist es harmlos mit 0,15, aber nach rechts zieht sie mit 0,4, was schon eine ganze Menge ist, und nach oben mit 0,38. Dazu gibt es noch einen Multiplikator auf den ersten Schuss von 3. Und das ist wirklich eine Menge und sorgt dafür, dass der Rückstoß eben sehr schwer zu kontrollieren ist. Zwar hat die AEK eigentlich eine sehr gute Genauigkeit, wenn man durchs Visier zielt, nämlich 0,2. Allerdings führt der sehr hohe Rückstoß dazu, dass es schwierig ist, auf größere Entfernungen, also das heißt von 30 oder 40 Metern aufwärts, mehrere Schüsse aus einem Burst aufs Ziel zu bringen. Kommen wir nun also zum Zubehör, das man während der ersten 100 Kills mit der AEK 971 freischaltet. Das sind das Cobra Rotpunktvisier, der Laserpointer, der Ergo-Grip, die Mündungsbremse, das PSO-1 Vierfachvisier, die abgekippte offene Visierung, der Angled Grip, der schwere Lauf, das PKA 3,4-fach-Visier und das Flashlight. Welche dieser Zubehörteile sind aber sinnvoll für diese Waffe? Zunächst mal hat man das Cobra-Visier, das man als allererstes freischaltet, und das ist direkt perfekt für die AEK, denn es hat keine Vergrößerung, was für eine Waffe, die auf so kurze Entfernungen ihre Stärken hat, natürlich ideal ist, und es nimmt sehr wenig Bildschirmfläche ein, was natürlich in Situationen, wo es drunter und drüber geht, sehr wichtig ist, um den Überblick zu behalten. Also für diesen Slot würde ich gar nichts anderes empfehlen. Beim Zubehörslot bietet sich natürlich der Laserpointer an, der das Hipfire verbessert, das ein bisschen eine Schwäche der AEK ist. Das ist natürlich ein gewisses Problem, denn man wird die AEK vorzugsweise auf kurze Entfernungen einsetzen, wo immer Situationen auftreten können, in denen man so schnell wie möglich schießen muss, wo es natürlich dann gut ist, wenn man aus der Hüfte schießen kann. Das würde ich aber für die AEK wegen deren schlechten Hipfire nur für die äußersten Notsituationen empfehlen und auf wirklich kurze Entfernung, wann immer möglich, sollte man durchs Visier zielen, weil der Unterschied einfach gigantisch ist. Durchs Visier eine Genauigkeit von 0,2, aus der Hüfte eine von 3. Das ist ja eben ein Riesenunterschied. Ein Flashlight wäre natürlich für die Einsatzgebiete dieser Waffe auch brauchbar, allerdings sollte man dann wirklich gar nicht mehr aus der Hüfte schießen. Kommen wir also zu den Laufzubehörteilen. Da kriegt man ja die Mündungsbremse und den schweren Lauf. Und ich muss sagen, dass ich da die Entscheidung relativ schwer fand. Die Reduktion des vertikalen Rückstoßes spricht natürlich für die Mündungsbremse. Und vom Prinzip her sind die Stärken des schweren Laufs nicht so entscheidend für diese Waffe eigentlich, denn sie hat an sich schon eine gute Genauigkeit auf große Entfernung. Die noch weiter zu erhöhen, aber dafür noch mehr Rückstoß in Kauf nehmen zu müssen,
Ist schwierig, aber ich muss sagen, ich bin in der Praxis ziemlich gut damit klargekommen, denn noch höhere Genauigkeit auf den ersten Schuss heißt, dass man eine sehr gute Chance hat, den zu treffen, und bei Bursts auf große Entfernungen fand ich das Wichtigste, dass man wirklich eben mit dem ersten Schuss trifft, weil die beiden anderen gehen irgendwo hin und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man den Gegner damit trifft. Deswegen fand ich tatsächlich den schweren Lauf ein gutes Zubehörteil für diese Waffe. Was das Unterlaufzubehör anbetrifft, fand ich es relativ eindeutig, da auch den Ergo-Grip zu nehmen, mit dem man aus der Bewegung, aus der Hüfte besser schießen kann, weil das eben eine Schwäche dieser Waffe ist in einem Einsatzbereich, in dem man sie auf jeden Fall einsetzen wollen wird, weil sie da auch ihre entscheidenden Stärken hat. Dementsprechend habe ich die anderen Zubehörteile ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert. Theoretisch ist natürlich der Angled Grip immer ein gutes Gegenstück zum schweren Lauf. Wenn man vorhat, die AEK auf große Entfernungen einzusetzen, dann wäre das sicherlich eine gute Entscheidung. Allerdings ist das einfach nicht die Stärke dieser Waffe und man sollte dann vielleicht eher sowas wie die Scar H oder die AK-12 auspacken. Mein Setup-Vorschlag für diese Waffe wäre also auf jeden Fall das Cobra-Visier kombiniert mit dem Laserpointer und dem Ergo-Grip. Und das andere, ob man schweren Lauf oder Mündungsbremse nimmt, ist dann wirklich sehr vom persönlichen Geschmack abhängig. Das solltet ihr einfach ausprobieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich nicht unterschlagen möchte, ist die relativ lange Nachladezeit der AEK. Wenn man es schafft, nicht alle Kugeln zu verschießen, was bei 900 Schuss pro Minute und einem normalen 30 Schuss Sturmgewehrmagazin gar nicht so einfach ist, ist die Nachladezeit 2,3 Sekunden. Wenn man das Magazin leer macht, was bei dieser Waffe, wie gerade gesagt, extrem schnell passiert, dauert es 3,6 Sekunden, bis sie nachgeladen ist. Das ist natürlich ein weiteres Handicap für den Einsatzbereich, für den sich die AEK eigentlich durch ihre Feuerrate und ihre Streuung am besten eignet. Das führt dann ein bisschen zu der Frage, ist die AEK denn überhaupt eine gute Waffe? Lohnt es sich zu benutzen und vor allem macht es Spaß, mit ihr zu spielen? Und da würde ich ganz klar die Antwort Ja geben. Obwohl sie sich mit einer Feuerrate von 900 Schuss pro Minute und dieser ziemlich hohen Streuung eigentlich für kurze Entfernungen prädestiniert, hat sie dann so Nachteile in diesen Bereichen wie eben eine lange Nachladezeit und schlechtes Hipfire, was durchaus problematisch sein kann und wo man den einen oder anderen tot sterben wird, bei dem man sich dann ziemlich ärgert. Aber trotzdem, es kann so viel Spaß machen, diese Waffe zu benutzen, wenn man eben in diesen richtigen Bereich kommt. Ihr seht hier im Hintergrund ziemlich viel Flood Zone. Das ist eine Map, wo die AEK wirklich hervorragend geeignet ist. Dann macht es einfach unheimlich viel Spaß. Ihr seht, wie ich die Gegner teilweise niedermähe, wie extrem schnell es einfach geht, wie sie überhaupt keine Zeit haben zu reagieren. Und ja, ich habe den Service da mit dieser Waffe besonders schnell gekriegt. Das kam mir extrem kurz vor die Zeit. Und ja, das kam einfach durch solche Sachen, dass die Gegner brutal umgemäht werden, wenn man mit der AEK um die Ecke kommt und anständig zielt. Das ist also der Kampf auf kurze Entfernungen, der sicherlich auch das Haupteinsatzgebiet der AEK ist. Allerdings ist sie natürlich auf große Entfernungen zum Beispiel nicht so schlecht wie eine Maschinenpistole, wie zum Beispiel der MX4 in der letzten Folge. Denn die AEK ist immer noch ein Sturmgewehr, wie bereits angesprochen, ist ihre Grundgenauigkeit eigentlich sehr gut und das einzige Handicap, das sie auf große Entfernungen hat, ist eben der extreme Rückstoß, der dafür sorgt, dass man schlecht mit mehreren Kugeln nacheinander treffen kann. Eine Sache, die ich nicht ausprobiert habe, die aber in der Theorie ganz gut funktionieren könnte, insbesondere wenn man den schweren Lauf installiert hat, ist tatsächlich die Waffe auf Einzelschussmodus umzuschalten und wirklich nur mit einzelnen Kugeln auf die Gegner zu schießen. Denn die Genauigkeit im Einzelschussmodus ist bei der AEK wirklich gut. Damit ist dann Treffen an sich nicht das eigentliche Problem. Die Kugelgeschwindigkeit liegt auch bei soliden 580 Metern pro Sekunde, sodass man nicht zu weit vorhalten muss. Und egal welche Entfernung, sie macht einen Mindestschaden von 18. Der Drop-Off geht von 8 Meter bis 55 Meter und in diesem Bereich fällt der Schaden eben von 25 bis auf 18. Aber das heißt, selbst auf große Entfernung, wenn man wirklich gut zielt und es schafft, dreimal in den Kopf zu treffen, kann man einen Gegner tatsächlich mit 3 Schuss erledigen.
Alles in allem würde ich also schon sagen, dass die AEK nicht so eine gute Allround-Waffe ist wie beispielsweise die SCAR-H oder die AK-12. Ihre Stärken und Schwächen sind etwas ungleichmäßiger verteilt. Sie hat definitiv deutlich mehr Probleme, Gegner auf große Entfernungen auszuschalten, als die AK-12 oder die SCAR-H oder auch andere Sturmgewehre wie die SAR 21 und die M416. Dafür ist sie einfach brutal im Nahkampf und es macht wirklich unheimlich viel Spaß, wo man bei anderen Sturmgewehren sich dann häufig etwas Gedanken macht, ob man den Gegner überhaupt noch kriegt und ordentlich einsteckt oder eben auch häufiger verliert, ist es mit der AEK eine Sache, man mäht die Gegner meistens um. Wenn man nicht gerade wirklich aus etwas zu großer Entfernung aus der Hüfte schießt und dann erwischt wird, kann eigentlich nur wenig schief gehen. Mein Fazit zu dieser Waffe wäre also nicht so eine gute Allround-Waffe wie viele der anderen Sturmgewehre, aber durchaus zu gebrauchen, eben extrem stark im Nahkampf, im Fernkampf immer noch besser als viele der anderen Waffentypen, wie zum Beispiel Maschinenpistolen oder Karabiner. Und im Endeffekt einfach eine Waffe, die zu spielen Spaß macht und die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. So viel also zur AEK 971. Die weiteren Folgen 100 Kills, die in der nächsten Zeit kommen werden, sind für die M416, die AK-5C, die LSAT, das Typ 88 LMG, die RFB, die M249 und den ACWR Karabiner. Wie ich bereits im letzten Video angesprochen hatte, habe ich momentan nur noch ziemlich wenig Zeit für Battlefield und fürs Schneiden von Videos und dementsprechend wird es wohl einige Zeit dauern, bis ich diese ganzen Sachen bearbeitet und hochgeladen habe. Ich werde aber versuchen, pro Woche wenigstens ein Video zu erstellen. Die Stats in diesem Video waren übrigens wie üblich von Simtic.com, die Seite werde ich unten auch nochmal in der Videobeschreibung kurz verlinken. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Knopf. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Jetzt könnt ihr noch ein paar Kills mit der AEK genießen und schließlich auch den Service Star. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Wer hat Granaten? Nicht die Treppe hochlaufen, hoch aufs Dach. Dann zieht es dann direkt auf Auf der anderen Seite, die hier. Und jetzt ist die Seite. Oh, das kann man, glaube ich, vergessen. Ja. Wo ist der denn? Der Rattenstramm. Ich sehe den nicht. Das Ding war hart auf dich fast.